Willkommen auf meiner Wandertour. Es geht hoch auf den Brocken bei winterlicher Temperatur. Wir gehen den Teufelsstieg, der sicherlich schwerste Stieg bei diesem Wetter. Es wird kalt, rutschig und spektakulär. Und nun viel Spaß. Los geht's in Schirke im Oberharz. Wir haben in etwa -1 Grad draußen, sind auf 610 Höhenmetern. Es schneit ein bisschen, es liegt auch Schnee und es ist Schnee vorhergesagt. Los geht's am Parkplatz in Schirke, hoch zum Eckerloch, hoch zum Brocken auf 1142 Meter und danach geht's runter über den gelben Brink zurück zum Parkplatz. Über ein Like und ein Abo würde ich mich freuen und nun viel Spaß. Das Schild verweist auf den Teufelsstieg, das ist der Stieg, den wir gleich gehen werden, den sicherlich schwersten Weg hoch zum Brocken. Nochmal vorab, bevor es losgeht, gerade bei diesem Wetter ist es absolut wichtig, festes Schuhwerk zu tragen. Ich trage schwere Bergstiefel und die sind eigentlich schon fast zu leicht. Normalerweise wären eben Spikes besser gewesen, aber hier wandern wirklich Leute hoch, teilweise in Turnschuhen und das kann echt gefährlich sein. Also wenn ihr hoch auf den Brocken geht, egal bei welchem Wetter, zieht euch festes Schuhwerk an, es ist sicherer für euch. Hier geht es jetzt runter von der Brockenstraße hoch auf den Teufelsstieg, den Weg, den wir nehmen werden. Man kann alternativ auch die Brockenstraße gehen, das ist eine Asphaltstraße, die ist einfacher zu laufen. Man nennt es auf dem Video gar nicht so schön. Das, was hier so schön braun ist, ist ein Gewässer, was hier runterfließt. Also man hat beim Hochwandern die Wahl, entweder geht man übers rutschige Eis oder man geht durchs Wasser. An dieser Stelle kreuze ich die Brockenstraße, die möchte ich aber nicht gehen. Es geht den schmaleren Weg hoch. Rechts neben mir ist der Bach, schwarzes Schluftwasser, der oben im Moor entspringt und runter in die kalte Bode fließt. Man sieht jetzt hier auch sehr schön, dass es teilweise ganz schön rutschig ist. Hier wieder ein Blick auf den ehemaligen Wald, der am Brocken war. An mehreren Stellen quere ich die Trasse der Harzer Schmalspurbahn. Die Harzer Schmalspurbahn ist eine Dampflokomotive, mit der kann man hoch zum Brocken fahren. Für einen Besucher ist das ein ganz besonderes Erlebnis und absolut empfehlenswert. Je höher ich komme, desto anstrengender und rutschiger wird der Weg, desto mehr muss man auf die Füße aufpassen. Hier herrscht absolute Rutschgefahr. Wir kommen bei der ersten Stempelstelle, Eckerloch. Ich habe jetzt in etwa 200 Höhenmeter überwunden. Die Anstrengung lohnt sich, hier ist es richtig schön winterlich und schön verschneit. Am oberen Ende des Stiegs angekommen, komme ich jetzt wieder auf die Brockenstraße. Hier ist der Bär los, hier sind etliche Wanderergruppen unterwegs und wirklich Partystimmung.
Hier auf der Brockenkuppe angekommen, ist es richtig kalt. Es ist unangenehmer Wind, es ist alles zugeweht und wir haben in etwa minus 4 Grad Celsius. Die zweite Stempelstelle Brockenhaus ist ein bisschen versteckt, aber wenigstens frei zugänglich. Das ist bei hohem Schnee hier nicht immer so. Bei fiesem Wind geht es hoch zur Brockenspitze, mit 1142 Meter die höchste Stelle Norddeutschlands. Hier wird schnell ein Foto gemacht und dann geht es wieder runter, bevor es zu kalt wird. Hier die Brockenbahn, ein schöner Weg hoch auf den Brocken zu kommen. Ich habe jetzt nicht die Geduld darauf zu warten, bis die Bahn losfährt, deswegen gehe ich gleich weiter. Ich verabschiede mich vom Brocken und gehe wieder ins Tal. Ich gehe allerdings nicht den Weg runter, den ich gekommen bin, sondern ich gehe jetzt die Brockenstraße entlang und werde mir noch eine Stempelstelle holen. Die Brockenstraße ist, auch wenn sie asphaltiert ist, teilweise rutschig. Unter dem Schnee befindet sich Eis und manches Mal gibt es so einen Rutschmoment, wo man dann einfach mal ganz kurz wegrutscht. Mit dem Abstieg wird der Schneefall stärker und es beginnt ein regelrechtes Schneegestöber. Hier ist die nächste Stempelstelle, Gelber Brink. An der Stempelstelle ist eine Bank, die im Sommer sicherlich sehr schön ist, um zu rasten. Allerdings jetzt eignet sie sich nicht so gut dafür. Das Schneegestöber wird immer stärker und ich bin froh, bald wieder am Ziel zu sein. Ich biege jetzt links ab in die alte Bobbahn. Die alte Bobbahn ist, wie es der Name sagt, eine ehemalige Bobbahn und eine schöne Alternative zur Brockenstraße, die ich gerne gehe. Mittlerweile sehe ich aus wie ein Schneemann, wie ich finde. Irgendwo da unten geradeaus, hinter der Schneewolke, muss Schirke liegen. Unten in Schirke wieder angekommen, freue ich mich bei dem Parkplatz zu sein. Ich bin ganz schön durchgefröstelt und die Jacke fängt an durchzulassen und von innen feucht zu werden. Hier nochmal ein Blick auf das Haus der Feuerwehr Schirke und dann gehe ich wieder auf die Hauptstraße, auf der ich vorhin schon mal war.
Ich bin jetzt wieder zurück am Parkplatz, von dem ich gekommen bin. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!